Servus Leute, das erste Monat der Freebooters Fate Aufbaukampagne ist jetzt ja zu Ende gegangen und hier meine ersten 4 Figuren für den Monat Januar. Die Aufgabe war es ja, mal die Grundlage zu bilden, einen Anführer, 2 Gefolgefiguren und einen Spezialisten. Wie ihr hier schon sehen könnt, meine beiden Gefolgsfiguren, wie ich schon im ersten Video gesagt habe, sind 2 Crawler, dann als Spezialisten die Nachtklinge und zum Abschluss mein Anführer ist die tierische Urgewalt. Alles in allem, die Bemalung selbst hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich will hier jetzt auch ein bisschen was zu der Farbgebung sagen, wieso und weshalb. Und ich fange gleich mal an mit den beiden Schleichern. Der erste Schleicher war ja der aus der Starterbox hier. Den habe ich schon vor einer ganzen Weile bemalt gehabt und auch hier ganz bewusst mit diesem Rot für den Körper bzw. die Tentakel mit dem Gelb. Und genau das gleiche Muster habe ich mich auch entschlossen bei den anderen Crawlern, wie hier bei den beiden neueren Modellen, fortzuführen. Also das Grau für die Kleidung ist generell überall durch die komplette Mannschaft gleich und die Tentakel, speziell bei den Crawlern, habe ich ganz bewusst mit verschiedenen Farben gewählt, aufgrund eben dieses Oktopus-Themas, das hier auch ein bisschen dabei ist, um hier auch mehr Farbgebung in die Mannschaft, denn im Allgemeinen zu bekommen. Deswegen haben auch diese beiden neuen Gefolgsmodelle eben einen violetten bzw. grünen Körper bekommen und sonst die Nebelschwaden, diese Bereiche gemalt wie bei auch allen anderen Figuren, damit das stimmig zusammenpasst. Von der Bemalung selbst ist das eigentlich Contrast Paints, aber auch in Verbindung mit anderen Farben. Vor allem bei den Nebelschwaden verwende ich eigentlich 3 Kontrastfarben, eben das Schwarz, dann das Ultramarine Blue und das Türkis. Und die werden einfach alle 3 vorbereitet und dann wild durcheinander gemischt in Verbindung mit einem weißen Highlight zum Abschluss. Das ergibt eben diese Nebelschwadenoptik, die ich hier bei meinen Figuren habe. So viel dann mal zu den beiden Gefolgefiguren. Kommen wir jetzt hier weiter zur Nachtklinge. Wie wir hier sehen, da ist schon sehr viel mehr mit diesem Türkis gearbeitet worden. Auch der untere Teil mit dieser Nebel oder mit dieser Rauchschwadentechnik, die ich verwendet habe überall. Deswegen sieht das Modell von unten her auch dunkler aus. Und hier auch bei der Bemalung an und für sich sehr einfach gehalten. Und auch hier die Farbgebung stand eigentlich schon sehr früh fest, weil ich habe da schon damals, als ich die Schatten, die ersten Figuren bemalt habe, hier eben den Flüsterer als ersten Anführer und auch bei der Benji habe ich bereits das Thema gehabt, die Körper in diesem hellen Blau, Türkis zu malen und das sollte sich eben grundlegend durch die gesamte Mannschaft ziehen und da eben schon rein von der Figur her die Nachtklinge schon aus sehr viel Nebel besteht, hat sich da natürlich schon von Anfang an aufgedrängt, wie die Bemalung der Figur aussehen wird, wo ich mir nicht eben auch bei dem Umstand, dass von unten her das Ganze dann dunkler ist und nach oben hin immer heller. Wo ich zuerst nicht ganz genau gewusst habe, war dann das Gesicht. Da wollte ich zuerst was anderes machen. Schlussendlich habe ich mich dann aber auch für ganz normal Türkis entschieden und gefällt mir im Endeffekt jetzt am allerbesten. Ich habe da vorhin ein bisschen herumprobiert mit 1, 2 Farben. Das hat mir aber alles nicht gefallen. Die erste Idee
war etwas in Richtung einer Maske, aber das hat überhaupt nicht funktioniert oder gepasst. Mit dem Weiß, das war viel zu hell in Verbindung mit dem Türkis, und alles andere hat mir dann auch nicht wirklich zugesagt. Und jetzt zum Abschluss kommen wir noch zum Anführermodell, zur tierischen Urgewalt. Auch hier könnt ihr jetzt schon sehen, die folgt dem gleichen Farbmuster wie die anderen Figuren, mit der Ausnahme eben hier dieser Haarbereich, diese Haare mit diesem Violett als neue Farbe, die ich bisher zwar auf diese Art und Weise noch nicht verwendet habe, aber es ist grundsätzlich die gleiche Farbe, die hier der Körper von diesem Schleicher auch hat. Also auch das passt wieder ganz gut hier zusammen, um eine gewisse Zusammengehörigkeit aufzubauen für die Mannschaft. Und hier muss ich aber auch sagen, dieses Modell hat mir in Bezug auf die Bemalung, was die Farben betrifft, ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Da wusste ich ziemlich lange nicht, wie ich diese Figur anmalen soll, denn zu Anfang hatte ich geplant gehabt, hier mich an dunkler Hautfarbe zu versuchen, in Richtung eben Bemalung von Amazonen. Aber je mehr ich dann andere Figuren bei den Schatten bemalt hatte, hat mir dieses Konzept dann nicht mehr so ganz gefallen. Das hat irgendwie für mich nicht mehr so richtig dazu gepasst. Und da habe ich dann nach anderen Möglichkeiten gesucht. Aufgrund des hier vorhandenen Körpers ist eigentlich auch dieses Türkis, das ich hier schon von vornherein geplant hatte, eigentlich zuerst weggefallen. Aber schlussendlich, wie ihr es hier jetzt ja ohnehin schon seht, ist es dann aber dieses Farbschema bzw. diese Farbgebung für den Körper dann geworden. Und beim Bemalen der Figur habe ich dann auch gemerkt, okay, das gefällt mir eigentlich doch recht gut mit diesem. Das fügt sich dann natürlich wieder sehr gut in den Rest der Mannschaft ein, aber auch von der Idee jetzt dahinter wieder gefällt es mir doch ganz gut, dass das doch eher so Schattenwesen, Nebelwesen sind in diese Richtung oder Geisterwesen, und aus diesem Thema heraus passt das Ganze dann schon ganz gut. Wie gesagt, ich habe hier für den Haarbereich ein bisschen was anderes versucht, eben mit diesem Violett. Das ist hier jetzt möglicherweise gar nicht so schön zu sehen auf dem Bild bei euch, aber in Live ist das auf alle Fälle sehr viel schöner zu sehen, auch das mit diesen Weißakzenten dann zum Schluss. Ob das hier so erkennbar ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Und auch hier auch wieder Zusammengehörigkeit einerseits mit dem unteren Bereich, wo so die Füße eigentlich so Nebelschwaden bilden und auch die Arme dann ein wenig in diese Richtung oder die Hände, und daher auch hier typisch wie bei den anderen Figuren die gleiche Farbgebung mit diesen 3 verschiedenen Kontrastfarben, die dann wild durcheinander gemixt sind. Und hier die Augen, damit das noch ein bisschen heraussticht, dann in diesem Grün. Das ist eine der Technical Paints von Citadel. Müsste ich mal schauen, was das für eine ist. Die habe ich schon eine ganze Weile, verwende ich für meine Nighthounds und eben hier auch bei den Augen. Gefällt mir eigentlich hier, wenn man die Figur dann auch von etwas weiter betrachtet anschaut, ganz gut, weil das doch ein bisschen so das Leuchten herausbringt bei den Augen und für so eine Art von Figur meiner Meinung nach ganz gut passt. Genau das gleiche habe ich ja auch hier dann schon mit der Benji damals gemacht, also auch diese hat hier genau das gleiche Konzept, nur dass ich mich hier halt bei den Haaren für eine andere Farbgebung entschieden hatte. Das Ganze eben auch dann dementsprechend bewusst, denn erst jetzt da im letzten Teil mit auch den falschen Affen, von denen habe ich mich hier bei dieser Figur dann auch ein bisschen inspirieren lassen, mit den Farben, wie die Studiofiguren bemalt sind, und ich wollte dann unbedingt eben dieses Violett reinbringen, schon in der Überlegung,
wie eben die falschen Affen bemalt werden würden, wenn ich sie mir dann zu einem späteren Zeitpunkt mal nachkaufen werde. Und nun kommen wir zum Inhalt für den Monat Februar. Wie ihr hier sehen könnt, die Figuren sind bereits zusammengebaut und für die Bemalung vorbereitet, sodass ich bald mal starten kann. Für den Februar gilt wieder 2 Gefolgefiguren zu bemalen und dann einen Spezialisten mit einer Fernkampfwaffe und einen Spezialisten ohne Fernkampfwaffe. Wie ihr hier sehen könnt, für die beiden Gefolgemodelle habe ich mir hier einen Nebelwolf ausgesucht, und um nicht den zweiten Nebelwolf auch gleich mitzumachen, habe ich hier als zweites Gefolge das einmalige Gefolge genommen, den Nebelwanderer, und dieser ist dann auch geplant für eine aktuelle 500 Dublonenliste. Daher wird das auch das erste Modell sein, das hier aus dieser Vierergruppe für den Februar als erstes Farbe bekommen wird. Und dann meine beiden Spezialisten für den Februar werden hier einmal sein die Todesfee, eben das Modell ohne Fernkampfwaffe, und Evil Moby als das Modell mit der Fernkampfwaffe klarerweise. Also grundsätzlich habe ich schon einen groben Plan, wie die Modelle bemalt werden. Generell bei der Todesfee hätte ich so ein bisschen die Idee, die Farbgebung beizubehalten, aber in der Hinsicht, dass ich hier, wenn wir uns hier diese Figur wieder dazu nehmen, dass ich dieses Violett, das ich hier genommen habe mit dem Weiß, als Körper quasi verwende. Und das wäre hier eben meine Überlegung für die Todesfee, eben den Körper in diesem Violett zu machen, um auf diese Art und Weise dann im Bereich drinnen zu bleiben mit meiner aktuellen Farbgebung, aber dennoch ein bisschen wieder Abwechslung in die ganze Sache mit reinzubringen. Ich werde mich jetzt auf alle Fälle mal an die Bemalung der ersten Figur machen. Ich denke mal, das wird der Nebelwanderer sein. Ich werde euch hier jetzt mal am Ende noch das Video verlinken zu der Aufbauserie, also zu der Kampagne, zu dem ersten Teil, und dann noch ein Freebooters Fate Mannschaftsvideo zu den Piraten.